Störe ich? Nein, komm rein. Und, ist Erika schon wieder weg? Ja, leider. Schade, dass sie keine Zeit hat. Es hat mir richtig gut getan, dass sie da war. Die üblichen Frauengespräche. Nein, nicht ganz. Ich habe ihr alles über die letzten Wochen erzählt, bis hin zu meinem Zusammenbruch in der Präsentation. Sie hat es aus der Zeitung erfahren. Und? Hatte sie ein paar Tipps auf Lager? Darum ging es doch gar nicht. Sie hat das einzig Richtige getan. Sie hat mir zugehört und ich habe geredet. Wie ein guter Therapeut das ebenso tut. Warum machst du dich darüber lustig? Sie ist eine sehr gute Freundin und eine ganz tolle Frau. Eine tolle Frau? Ja, dann kann man Arno Brandner ja nur zu seinem Glück gratulieren. Er weiß sicherlich zu schätzen, was er in ihr hat. Und sie wird nicht den Fehler machen wie ich, indem sie ihre Beziehung leichtfertig aufs Spiel setzt. Oh ja, das glaube ich auch. Ein Kaffee für die Dame. Ihr Kaffee. Danke. Gern geschehen. Hi. Hi. Machst du mir bitte einen Kaffee? Klar, kommt sofort. Also, der Ausritt war klasse. Ich weiß gar nicht, warum du nicht mitgekommen bist. Ich auf einem Pferd. Im Vergleich dazu bewege ich mich auf dem Eis geradezu meisterhaft. Machst du dir immer noch Sorgen um Barbara? Na nicht. Falls uns jemand sieht. Ja, du hast ja recht. Ich vergesse es nur immer wieder. Warte mal, ich hole ihn mir. Mein Besuch auf Friedenau. Ich wollte Barbara von uns erzählen. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich rede mit Henning und du mit Barbara. Ja, das Problem ist nur, in ihrem Zustand würde sie das nur belasten. Ja, wahrscheinlich. Hast du ihr deswegen nichts gesagt oder wäre es dir unangenehm gewesen? Barbara hat mir nur erzählt, wie sehr sie ihre Affäre mit Nils bereut und das Versteckspiel, was sie darum veranstaltet hatte. Da kann ich ihr doch schlecht erzählen, dass ich im Moment genau dasselbe veranstalte. Ich weiß ja, dass die Situation nicht einfach ist. Aber ich kann doch auch nichts daran ändern. Das sollst du ja nicht tun. Dafür kann ich aber was anderes machen. Dich auf andere Gedanken bringen. Was hältst du von Stadtbiathlon? Was soll das sein? Na, Marathon-Shopping und Schnäppchen abschießen. Du hast Einkaufstütenstellen vergessen. Das klingt sehr verlockend, aber ich bin leider schon mit Arno verabredet. Ein wichtiges Essen mit Geschäftsfreunden. Tja, kann man wohl nichts machen. Sei nicht böse, das holen wir nach, ja? Schon okay. Werfe ich mein Geld eben alleine unter die Leute. Hi. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Entschuldige, Barbara wollte mich gar nicht mehr weglassen. Sicher hat dir das Gespräch gut getan. Ja, sie hat eine Menge durchgemacht. So schlimm? Nach der Entführung hatte sie ein Trauma. Und dann Halluzinationen und die führten dann eben zu dem Zusammenbruch, der in der Zeitung stand. Mein Gott. Und ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Du bist ja auch meistens auf der Baustelle. Und außerdem ist es kein Thema, über das sie einfach so leicht reden könnte. Ne? Für Christoph muss es auch furchtbar sein. Aber er lässt sich nichts anmerken. Ich denke, mit solchen Wahnvorstellungen klarzukommen, ist sehr schwer. Tja, eine Affäre und ihre schrecklichen Folgen. Da geht's uns doch noch ganz gut. Uns? Ja. Wir haben uns mit einem solchen Albtraum nicht herumzuschlagen. Oder gibt es etwa auch hier einen heimlichen Geliebten? Du kannst manchmal einen Unfug reden. Aber ich muss mich jetzt umziehen. Ich brauche keine Minute. Lass dir Zeit. Ohne dich gehe ich nirgendwo hin. Uli, Milli, wo seid ihr? Die sind nicht da. Ich schwör's dir. Also ich weiß nicht, was mich mehr nervt. Dass dieser Idiot von Dennis die Bilder einfach beim Hausmeister abgibt oder dass die beiden spurlos verschwunden sind. Die wussten doch, dass heute die Bilder aus der Galerie kommen. Hast du was gesagt? Also Uli kann was erleben, wenn er wieder da ist, das sage ich dir. Das sind die letzten. Ja, ich finde es auch unmöglich, von den beiden den Laden einfach zuzulassen. Gerade jetzt, wo wir wirklich auf Kundschaft angewiesen sind. Wenn du auf Gero anspielst,
Bis wir das Geld wieder drin haben, muss schon eine ganze Busladung von Kunden hier aufkreuzen. 100.000 Mark für nichts und wieder nichts. Naja, weißt du, besser als 400.000. Hi. Zahltag, ihr Lieben. Wenn man vom Teufel spricht. Wir haben unser Aktiendepot dafür plündern müssen, und zwar mit großem Verlust. Mir kommen die Tränen. Na, siehst du. Geht doch. Damit sind wir quitt, Gero. Ich will dich ja nie wiedersehen. Ich glaube, da gibt's ein kleines Missverständnis. Ihr schuldet mir immer noch 300.000 Mark. Bitte? Du hast gesagt, du lässt mit dir reden. Dazu stehe ich auch. Ihr könnt das restliche Geld in Raten abstottern. Du hast doch nicht gedacht, dass ich mich mit schlappen 100.000 zufrieden gebe. Bringt doch nichts. Das hätte ich an deiner Stelle lieber nicht gemacht. Was war das denn gerade? Die Wut am Geschirr auslassen löst jetzt auch nicht das Problem. Habt ihr denn irgendeine Erklärung für Geros Verhalten? Keine Ahnung. Der Typ ist irgendwie durchgeknallt. Hätte ich doch bloß auf Uli gehört. Der hat von Anfang an gesagt, dass das Wucher ist, was Gero verlangt. Ja, aber da haben wir doch alle noch geglaubt, dass ihr die restlichen Millionen kriegt. 400.000 wären dann gar kein Problem gewesen. Ja, aber er hat auch gar nichts gegen euch in der Hand. Es gibt nicht mal was Schriftliches. Warum habt ihr denn nicht die Polizei eingeschaltet? Ja, damit seine Schläger hier alles kurz und klein hauen und wir wieder von vorne anfangen können? Nee, da zahle ich doch lieber die 300.000 Mark in Ruhe ab. Ja, aber ich dachte, dann seid ihr bankrott. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Ja, vielleicht. Hallo, einen Augenblick. Ich sag Bescheid, dass Sie da sind. Danke. Nina! Henning! Vielen Dank, Christiane, ich mach das schon. Ihr kennt euch ja noch gar nicht. Darf ich vorstellen? Nina Ryan, Caroline Odenthal. Nett, Sie endlich einmal kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Du kommst genau richtig zum Essen. Oh, heute nicht. Ich wollte eigentlich zu Gero. Schade. Naja, Gero ist in der Bibliothek, du kennst den Weg ja. Ja. Sehen wir uns später noch? Eher nicht. Aber warum kommt ihr zwei nicht mal zum Frühstücken ins No Limit? Ich lade euch ein. Danke. Wir nehmen Sie beim Wort. Gut. Was willst du denn hier? Kannst du dir das nicht denken? Was bist du doch für eine kleine, miese Ratte. Jagst Nick und Uli in den Bankrott, nur weil du Geld für deine Drogen brauchst. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nein, natürlich nicht. Ich habe dich gewarnt. Solange du nur dich ruinierst, ist mir das egal. Aber wenn du andere mit runterziehst, mache ich dein Spiel nicht mehr mit. Was für ein Spiel? Noch mal ganz langsam zum Mitschreiben. Bis jetzt habe ich meinen Mund gehalten, was dein Koksen betrifft. Wenn du Nick und Uli aber nicht in Ruhe lässt, werde ich deiner Familie erzählen, was wirklich mit dir los ist. So. Nick hat dir also alles erzählt. Das war sehr dumm von ihm. Was soll der Quatsch? Wenn du glaubst, ich meine es nicht ernst, dann hast du dich getäuscht. Oh mein Gott, du meinst es tatsächlich ernst? Willst du es dir wirklich nicht noch mal überlegen? Nein, ich will eine schriftliche Verzichtserklärung von dir. Und ohne die gehe ich hier nicht raus. Wirklich schade. Ich hätte dir das gerne erspart, aber... Wenn du den Mund nicht hältst, dann halte ich ihn auch nicht. Dann erfährt alle Welt von deinem Verhältnis mit Erika und Arno Brandner als Erster. Was ist denn plötzlich los mit dir? Du bist ja ganz blass. Hör zu, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Erika und ich sind nicht... Versuch's gar nicht erst. Ich war hier, als ihr euch, wie soll ich sagen, zärtlich begegnet seid. Wo war es noch gleich? Hier, ja? Oh, Nina, du bist so verständnisvoll. Oh, Erika, ich möchte dich gar nicht mehr loslassen. Das reicht. Tja, das ist natürlich ein Riesenschock für dich.
Aber wenn ich mir erst Arno vorstelle... Ja, und die Kinder tun mir jetzt schon leid. Eine Tragödie. Du sagst ihm nichts, hörst du? Und warum nicht? Der gute Arno hätte es verdient. Aber ich kann auch schweigen. Vorausgesetzt, du kannst es auch. Deine Kokserei. Ach, nicht so abfällig, wenn ich bitten darf. Du vergisst schleunigst, dass du mich jemals mit dem Zeug gesehen hast und hältst dich aus meinen Angelegenheiten raus. Du willst Nick und Uli also weiter erpressen? Ach, nicht doch. Erpressen ist so ein hässliches Wort. Ich möchte nur, was mir zusteht. Du lässt die beiden in Ruhe, hörst du? Du solltest lieber mich in Ruhe lassen. Sonst gibt's für Arno und Erika höchst unruhige Zeiten. Willst du das? Denk dran. Schweigen ist Gold. Und? Geht's Millie besser? Ja, das heißt, das sagt sie zumindest. Du glaubst ja nicht. Ich weiß nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass schon wieder irgendwas mit Nick ist. Seit sie bei ihm im Laden aushilft, benimmt sie sich so merkwürdig. Erika, lass uns bitte nicht den Fehler machen und alles wieder von Neuem aufkochen. Vielleicht hat's ja diesmal ausnahmsweise nichts mit Nick zu tun. Und warum will sie dann schon wieder aufhören, dort zu arbeiten? Sicher nicht, damit wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Was soll ich machen? Mach nichts. Nimm nicht immer gleich das Schlimmste an. Wart's ab. Hallo Nina. Guten Morgen, Arno. Ist Erika noch da? Ja, komm rein. Danke. Hallo Nina. Hi. Ich bin aber auf dem Sprung, ne? Ja, Kinder, ihr müsst mich auch entschuldigen. Ich bin auf dem Weg. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Ich will dich nicht lange stören, aber ich muss dringend mit dir reden. Sag mal, hat das nicht bis heute Nachmittag Zeit? Leider nicht. Das ist wirklich sehr wichtig. Knappe halbe Stunde habe ich ja noch. Was ist denn los? Du bist ja vollkommen aufgelöst. Erika, als wir gestern auf Friedenau waren, in der Bibliothek, Gero hat uns gesehen. Gero? Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja, leider ist es wahr. Aber wir reden von Gero. Der hat doch noch nie einer Menschenseele was zuleide getan. Dann fängt er eben jetzt damit an. Trotzdem. Es muss einen Grund geben, warum er sowas tut. Ich kann es dir auch nicht sagen. So gut kenne ich Gero doch gar nicht. Jetzt weiß er auch noch über uns Bescheid. Das ist meine Schuld. Ich hätte auf Friedenau... Nina, bitte. Man kann doch nicht an, dass sich jemand hinterm Vorhang versteckt. Wen interessiert denn schon Gero? Wichtig ist doch nur, was aus den dreien werden soll. Alles, was Sie haben, ist der Laden. Und den werden Sie behalten, das schwöre ich dir. Und zwar ohne, dass was zu Bruch geht. Was hast du vor? Ich rufe die Polizei. Erika, das bringt doch nichts. Dadurch machst du doch alles nur noch viel schlimmer. Ich werde nicht zulassen, dass Gero die Zukunft meiner Kinder ruiniert, ja? Wenn Gero das mitbekommt, dann ist der Laden erst recht nicht mehr zu retten. Hallo. Ich möchte Millie besuchen. Hi. Ja, komm rein, natürlich. Ich muss Ihnen helfen. Aber wie? Tschüss, wir gehen in die Stadt. Vor der Schule natürlich. Tschüss. Du, der Krankenbesuch scheint sich ja gelohnt zu haben. Ich hoffe. Es kann genauso gut sein, dass Millie morgen wieder fix und fertig ist. Hey, Ich weiß auch nicht mehr. du darfst jetzt nicht den Mut verlieren, hörst du? Es ist alles ein bisschen viel für mich. Mama? Steffi? Hallo. Hi. Gero will den Laden Ich weiß zertrümmern. alles. Nina hat's mir erzählt. Was sollen wir denn jetzt machen? Setz dich erst rein. Und dann erklär mir bitte, warum ihr damit nicht sofort zu mir gekommen seid. Wir wussten noch nicht, wozu Gero in der Lage ist. 300.000 Mark, nicht zu fassen. Ja. Und jetzt will er das Geld schon in den nächsten 2 Tagen. Das ist doch Wahnsinn. Was? Der Laden, die Hochzeit, alles aus und vorbei. Ach, es ist meine Schuld. Ich hätte mich da nicht einmischen dürfen. Unsinn. Du wolltest nur helfen und das wissen sie. Also, du brauchst dir nun wirklich keine Vorwürfe zu machen. Ich gehe mal ins Bad, ich sehe bestimmt unmöglich aus. Steffi? Gero wird eure Zukunft nicht zerstören, das verspreche ich dir. Wie willst du das Versprechen halten? Das weiß ich nicht, wir werden sehen. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Ja, aber du weißt doch, was passiert, wenn du dich da einmischt. Ja.
Gero wird uns verraten. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass der alles ruiniert. Aber wenn Arno von unserer Beziehung erfährt, ich darf gar nicht dran denken. Nina, sag mir doch, was ich tun soll. Ach, bitte? Okay, dann hat Gero also gewonnen. Es gibt so oder so eine Katastrophe. Es sei denn, er sieht ein, dass er uns gar nicht erpressen kann. Ja, aber warum soll er das denken? Er weiß doch ganz genau, dass unsere Beziehung Arno unheimlich verletzen wird. Ja, aber doch nur, wenn wir tatsächlich eine Beziehung haben. Was sagst du da? Es gibt nur diese Lösung. Wir müssen uns trennen.